Gewicht, Größe und Kopfumfang. Babys verlieren in der Regel in der ersten Woche nach der Geburt etwa 7-10% ihres Gewichts. Das bedeutet, dass ein Kind, das mit einem Gewicht von 3,2 Kilo geboren wird, bis zu 320 Gramm an Gewicht verlieren kann. Normalerweise erreichen Babys innerhalb der ersten Woche oder spätestens nach 10 Tagen wieder ihr Geburtsgewicht. Wenn dies nicht der Fall ist, könnte es auf zusätzliche Probleme bei ihrem Baby hinweisen. In so einem Fall ist es ratsam, ihren Kinderarzt aufzusuchen. Nach Ablauf der ersten Woche nehmen Babys durchschnittlich zwischen 20 und 30 Gramm pro Tag zu. Bei der Geburt wiegen Babys im Allgemeinen zwischen 2800 und 4000 Gramm. Der Kopfumfang liegt zwischen 33 und 36 Zentimetern. Bei diesen Werten handelt es sich allerdings um Durchschnittswerte. Abweichungen davon können zusätzliche Pflege erfordern. Das Geburtsgewicht kann von verschiedenen Faktoren beeinflusst werden, wie zum Beispiel Krankheiten, die die Mutter während der Schwangerschaft hatte, wie Diabetes, Bluthochdruck, Nierenprobleme oder der Gebrauch von Alkohol, Zigaretten und Drogen. Im nächsten Abschnitt widmen wir uns den Themen Lächeln, Sehvermögen und Reflexe. In der ersten Lebenswoche zeigt Ihr Baby ein Lächeln, das auch als Engelslächeln bezeichnet wird. Dieses Lächeln ist häufig zu beobachten, wenn das Baby schläft. Im Grunde genommen ist es aber noch kein Lächeln, sondern ein Reflex, denn es richtet sich sowohl an enge Bezugspersonen wie Mama und Papa, aber auch an unbekannte Personen. Das soziale Lächeln beginnt erst zwischen der 6. und 8. Lebenswoche. Wenn Babys jetzt ein vertrautes Gesicht erkennen, beginnen sie gezielt zu lächeln. Sehvermögen. In der ersten Lebenswoche sehen Babys noch unscharf, aber Objekte, die etwa 30 bis 35 cm entfernt liegen, können deutlich erkannt werden, wie zum Beispiel das Gesicht der Mutter. Die Sehschärfe entwickelt sich allmählich. Der Saugreflex ihres Babys wird gleich nach der Geburt aktiv. Dieser hilft ihrem Baby beim Finden der Brust. Darüber hinaus sind andere Reflexe wie der Greifreflex der Handfläche und das Anziehen der Beine im Liegen zu beobachten. Als nächstes werden wir uns den Themen Schlaf, Ernährung und Pflege befassen. Neugeborene schlafen in der Regel viel, in der ersten Lebenswoche etwa 16 bis 18 Stunden. Der Schlafbedarf kann aber von Kind zu Kind variieren, das heißt Abweichungen vom Durchschnittswert sind völlig normal. Babys kennen aber den Unterschied zwischen Tag und Nacht noch nicht. Der Tag-Nacht-Rhythmus wird erst mit der Zeit entwickelt. Wenn Sie Ihr Baby schlafen legen, dann sollten Sie es in sein Babybettchen legen und nicht ins Elternbett. Die Matratze sollte am besten fest sein. Nun gehen wir zu einem weiteren äußerst wichtigen Thema über, die Ernährung. Worauf sollten Sie beim Stillen achten? Es ist wichtig, dass Ihr Baby während des Stillens wach ist. Stillen Sie Ihr Baby regelmäßig alle 3 Stunden, das heißt etwa 8 bis 12 Mal alle 24 Stunden. Die American Academy of Pediatrics empfiehlt, Neugeborene in den ersten 6 Monaten ausschließlich zu stillen. Die Muttermilch enthält alle lebenswichtigen Nährstoffe und Flüssigkeit, die Ihr Baby benötigt. Es ist ein Superfood für Säuglinge. Außerdem liefert sie Abwehr- und Schutzstoffe, die Ihr Baby vor Krankheiten schützt. Das Stillen unterstützt zudem auch das gegenseitige Kennenlernen von Mutter und Kind. Sie kommen ihrem Baby näher und diese körperliche Nähe unterstützt die gegenseitige Bindung. Außerdem löst es bei ihnen Glücksgefühle aus und ermöglicht ihnen somit die herausfordernde und anstrengende Phase nach der Geburt leichter zu bewältigen. Das häufige Stillen regt zudem die Milchproduktion an. Eltern stellen sich oft Fragen wie viel Milch muss mein Kind trinken und bekommt mein Baby genug Milch? Sie können sicher sein, dass Ihr Baby genug Milch bekommt, wenn es gesund und munter wirkt, gut an Gewicht zunimmt, regelmäßig Stuhlgang und 5 bis 6 nasse Windeln pro Tag hat. Abschließend möchten wir noch ein paar zusätzliche Empfehlungen zur Ernährung geben. Warten Sie nicht, bis Ihr Baby weint, um es an die Brust zu legen, denn Weinen ist ein spätes Zeichen von Hunger. Das Baby zeigt schon, bevor es schreit, indem es mit den Lippen schmatzt, mit dem Kopf nach der Brust sucht, zappelt oder strampelt, dass es die Brust verlangt. In den ersten Tagen nach der Geburt kann Ihr Baby Ihnen diese Signale etwa jede Stunde geben. Ihr Baby sollte tagsüber nicht länger als 2 bis 3 Stunden und nachts nicht länger als 4 Stunden ohne Nahrungsaufnahme bleiben. Wenn möglich, lassen Sie Ihr Baby so lange an einer Seite trinken, bis er satt ist und es sich wahrscheinlich von selbst von der Brust löst. Erst dann sollten Sie ihn an die andere Brust anlegen, sonst kann die Brust nicht ausreichend entleert werden. Beim Stillen ist die Muttermilch anfangs durstlöschend, denn sie enthält viel Wasser und Laktose, aber dafür wenig Fett. Je länger Ihr Baby an einer Brust trinkt, umso höher ist auch der Fettanteil in der Muttermilch. Kürzere Stillzeiten können daher dazu führen, dass Ihr Kind nicht genug Milch erhält und die überschüssige Laktose kann bei Ihrem Kind zu Unwohlsein und Schmerzen führen, bekannt als Koliken.
Wenn Sie eine Schwellung, ein Brennen oder Schmerzen in der Brust bemerken, außerdem noch Fieber oder grippeähnliche Symptome bekommen, dann sollten Sie Ihren Arzt aufsuchen. Es könnte eventuell eine Infektion vorliegen. Auch ein verstopfter Milchkanal, der nicht behandelt wird, könnte eventuell zu einer Brustinfektion führen und ist zudem sehr schmerzhaft. Wenn Sie beim Stillen einen kleinen Knoten an der Brust bemerken, der bei Berührung schmerzt, rot oder gereizt ist, dann könnte es sich dabei um einen verstopften Milchkanal handeln. In den ersten Tagen nach der Geburt ist die Milchmenge, die ein Baby bekommt, gering. Diese nimmt dann allmählich zu. Sie können Ihre Muttermilchmenge erhöhen, wenn Sie folgende Methoden befolgen. Damit Sie eine ausreichende Milchmenge haben, ist es ganz wichtig, dass Sie sich entspannen und ausruhen. Auch wenn es nicht einfach ist, versuchen Sie für einen ausreichenden Schlaf zu sorgen, Stress zu vermeiden und gönnen Sie sich immer wieder Ruhepausen. Trinken Sie viel Wasser, denn Ihr Körper hat aufgrund der Milchproduktion einen erhöhten Flüssigkeitsbedarf. Ernähren Sie sich ausgewogen und hochwertig, denn eine gute Ernährung spielt bei der Milchproduktion eine wesentliche Rolle. In den ersten Wochen ist auch das richtige Anliegen an die Brust ganz entscheidend, damit die Milchproduktion erhöht wird. Wenn Sie nicht sicher sind, ob Ihre Milch ausreicht, dann sollten Sie Ihren Kinderarzt aufsuchen. Auch eine Stillberaterin kann Ihnen helfen. Welche Nahrung ist die beste? Muttermilch ist die beste Nahrung für Babys. Wenn Sie Ihr Baby ausschließlich stillen, braucht Ihr Kind keine weitere Flüssigkeitszufuhr. Wenn Sie aber Ihr Kind nur zeitweise stillen oder nicht stillen möchten, kann im ersten Lebensjahr Säuglingsanfangsmilch oder Pränahrung genannt gegeben werden. Dies ist der beste Ersatz für Muttermilch. Nun ein paar Tipps zum Baden, zur Haut-, Nabel- und Nagelpflege. In den ersten Lebenswochen können Sie Ihr Baby mit einem Schwamm baden. So wird verhindert, dass der Nabelschnurrest nass wird. Mit dem ersten Babybad sollten Sie bis zum Abfall des Nabelschnurrests abwarten. Dieser fällt innerhalb der ersten 2 Lebenswochen ab. Wichtig ist auch, dass Sie beim Baden für eine angenehme Raumtemperatur sorgen. Diese sollte mindestens bei 23 Grad Celsius liegen. Die Wassertemperatur sollte zwischen 36 und 37 Grad sein. Neugeborene müssen nicht oft gebadet werden. 1- bis 2-mal die Woche ist völlig ausreichend. Sie brauchen auch keine Badezusätze. Wasser reicht vollkommen aus. Generell ist bei Neugeborenen keine spezielle Hautpflege notwendig. Vorausgesetzt, Sie haben bei Ihrem Baby keine Auffälligkeiten beobachtet. Sollten Sie aber ein Anzeichen für einen Hautausschlag beobachten, dann sollten Sie Ihren Kinderarzt kontaktieren. Der Nabelschnurrest fällt in der Regel innerhalb von 14 Tagen nach der Geburt von alleine ab. Es ist wichtig, den Nabel trocken und sauber zu halten. Falls es zu Verunreinigungen durch Harn oder Stuhl kommen sollte, verwenden Sie abgekochtes und ausgekühltes Wasser zum Reinigen des Nabelbereichs. Falls Sie Auffälligkeiten im Bereich des Nabels beobachten, wie zum Beispiel schmierig, gerötet, blutig oder nässend, suchen Sie Ihren Kinderarzt auf. Aufgrund der hohen Verletzungsgefahr sollten die Finger- und Fußnägel im ersten Lebensmonat nicht gekürzt werden. Ab dem 2. Lebensmonat können diese mit einer speziellen Kindernagelschere geschnitten werden. Die Nägel sind immer gerade abzuschneiden. Nun werden wir uns mit den Themen Krankheiten und sicherer Schlaf befassen. Bei der Geburt Ihres Babys wird Blut aus der Ferse entnommen und auf angeborene Stoffwechselerkrankungen untersucht. Bei Babys, die nicht ausreichend ernährt werden, kann sich die Haut gelb verfärben. Gelbsucht kann tatsächlich ein ernstes Zeichen dafür sein, dass Ihr Baby nicht ausreichend Milch erhält. Wenden Sie sich an Ihren Kinderarzt, wenn Sie den Verdacht haben, dass Ihr Baby Gelbsucht haben könnte. Wenn Ihr Baby unter Mangelernährung oder Fieber leidet oder mehr schläft als gewöhnlich, sollten Sie ebenfalls Ihren Kinderarzt kontaktieren. Als nächstes werden wir uns dem Thema sicherer Schlaf widmen. In einem kommenden Beitrag werden wir uns ausführlich mit dem plötzlichen Kindstod befassen. In diesem Video möchten wir jedoch auch im Zusammenhang mit dem Thema Schlaf darauf eingehen. Die American Academy of Pediatrics hat einige Richtlinien für sicheren Schlaf festgelegt, die dazu beigetragen haben, die Säuglingssterblichkeit zu verringern. Eine sichere Schlafumgebung senkt das Risiko für schlafbedingten plötzlichen Kindstod. Legen Sie Ihr Baby zum Schlafen auf den Rücken. Vermeiden Sie Gegenstände wie Spielsachen, Decken oder Kissen im Kinderbett. Achten Sie besonders auf die Matratzenwahl. Verwenden Sie eine harte Matratze. Das Kinderbett sollte idealerweise in Reichweite Ihres eigenen Betts stehen. Legen Sie Ihr Kind nach dem Stillen wieder in sein eigenes Bett. Stillen Sie das Baby am besten auf Ihrem Bett und entfernen Sie vorher Kissen, Decken oder Bettzeug. Ihr Baby könnte sich darin verwickeln oder überhitzen. Versuchen Sie daher, das Einnicken während des Stillens zu vermeiden. Sollten Sie jedoch beim Stillen plötzlich einschlafen, dann bringen Sie Ihr Baby sofort wieder in sein eigenes Bett, sobald Sie wach sind.
Vermeiden Sie eine Überwärmung. Wenn Ihr Baby schwitzt, dann ist das ein Warnsignal für eine Überhitzung. Zum Schluss möchten wir noch einige Hinweise und Empfehlungen geben. Nach der Geburt sollten Sie Ihrem Kind Vitamin D geben und bis zum Ende des ersten Lebensjahres täglich 1 bis 2 Tropfen verabreichen. In der ersten Woche sollten Sie häufigen Hautkontakt mit Ihrem Baby haben. Dadurch wird es gegen Infektionen resistenter, da es von ihnen nützliche Bakterien der Hautflora erhält, die Krankheiten verhindern. Der Hautkontakt wirkt sich zudem auch auf die Hormone der Mutter aus und die Milchmenge nimmt zu. Stützen Sie den Kopf des Babys. Sie sollten das Baby nicht halten, ohne seinen Kopf zu stützen, da Ihr Baby in den ersten Wochen noch keine Kontrolle über seinen Kopf hat. Stützen Sie seinen Kopf so lange, bis es den Kopf selbst stützen kann. Nutzen Sie technische Hilfsmittel. Holen Sie sich eine Kamera oder ein Walkie-Talkie und entspannen Sie sich noch mehr. Sie können beim Stillen ein Stillkissen verwenden. Es entlastet Ihre Schulter und Ihren Rücken. Ein Neugeborenes sollte am ersten und zweiten Tag nach der Geburt 1 bis 2 Mal Stuhlgang haben. Der Stuhlgang sieht anfangs schwärzlich und teerig aus. Ab Tag 3 und 4 sollte es mindestens 2 Stuhlgänge haben. Dabei wechselt die Farbe des Stuhls durch die steigende Milchmenge, die es bekommt, von grün zu gelb. Der Autositz Ihres Babys muss rückwärts gerichtet positioniert werden. Dadurch wird das Risiko für schwere Nacken- und Wirbelsäulenverletzungen reduziert. Halten Sie das Baby von Zigarettenrauch fern. Babys, die Zigarettenrauch ausgesetzt sind, können als Folge dauerhafter Asthma- und Lungeninfektionen entwickeln, die zum plötzlichen Tod ihres Babys führen können. Die erste Zeit nach der Geburt ist für Mama und Papa eine sehr anstrengende Phase. Sie werden viele schlaflose Nächte haben, da sie die ganze Zeit damit verbringen, ihr Baby zu füttern, es schlafen zu bringen und Windeln zu wechseln. Jetzt ist Geduld gefragt, denn alles wird sich mit der Zeit wieder normalisieren. Vertrauen und glauben Sie an sich selbst. Arbeiten Sie mit Ihrem Partner als Team zusammen und wechseln Sie sich bei den Aufgaben ab. Damit endet unser Video für die erste Lebenswoche. Es wird noch eine weitere Videoserie folgen, die bis zur 4. Lebenswoche dauern wird. Außerdem erwarten Sie weitere Videos zur Babyentwicklung vom 1. bis zum 12. Lebensmonat. Bleiben Sie also dran und wir sehen uns in Woche 2 wieder. Vergessen Sie nicht, das Video zu liken und unseren Kanal zu abonnieren.